Wie kann ich eine komplexe Produktion optimal koordinieren und effizient steuern? Das schauen wir uns gleich gemeinsam an. Herzlich willkommen bei Let's Talk About Holzbau. In dieser Serie zeigen wir euch unter anderem neueste Technik aus der Elementfertigung und geben wertvolle Tipps, um die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine noch einfacher zu gestalten. Mein Name ist Tillmann, ich bin Zimmerermeister und Anwendungstechniker bei Weinmann. Stellt euch vor, wir wollen Wandelemente für ein gesamtes Gebäude produzieren. Dazu haben wir aus unserem CAD-Programm die einzelnen Elemente exportiert und geben diese nun an die Maschinen unserer Produktionslinie weiter. An der Beamtech werden die Hölzer zugeschnitten und bearbeitet. An der Frametech werden sie anschließend zusammengesetzt und verbunden. Und die Walltech-Maschinen übernehmen das Beblanken, Dämmen und den letzten Schliff. Eine Wand nach der anderen wird gefertigt, verladen und zur Baustelle transportiert. Aber was passiert, wenn wir nicht nur eine Produktionslinie haben, sondern mehrere? Wenn wir nicht nur ein Gebäude produzieren, sondern mehrere gleichzeitig? Und was ist, wenn wir dann noch mehrere kleine Wände auf einem Tisch zusammen bearbeiten wollen, um Zeit und Material zu sparen? Und was, wenn das Ganze dann noch so koordiniert sein soll, dass zur richtigen Zeit die richtigen Wandelemente fertiggestellt werden, um dann gemeinsam verladen und ausgeliefert werden zu können? Kommt ihr gedanklich schon ins Straucheln? Keine Sorge, mir geht es genauso. Für den Mensch ist es hier schon sehr schwierig, das alles so optimal zu planen und dabei noch den Überblick zu behalten. Aber schon vor einigen Jahren wurde dieses Problem erkannt und daraufhin die Software Granit entwickelt. Und wer könnte uns besser erklären, was Granit genau macht, als der Geschäftsführer Wolfgang Bock selbst? Herzlich willkommen, Wolfgang. Hi. Dann erzähl uns doch mal kurz, was ist Granit? Hat es was mit Steinen auf sich oder? Nein, die Granit ist ein Softwareunternehmen aus Reutlingen, beschäftigt sich mit der Automatisierung von Fertighausunternehmen oder im Englischen der Timber Frame Industry. Also nicht nur Einfamilienhäuser, sondern auch Mehrgeschoss, Mehrfamilienhäuser. Okay. Ja. Und oftmals hört man auch die Buchstaben MES im Zusammenhang mit einer Software wie Granit. Kannst du das mal kurz ein bisschen genauer erklären? Ja gut, also eine vollumfängliche Erklärung von MES-Systemen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Je nach Industrie versteht jeder was anderes drunter. Ich gehe einfach mal darauf ein, wie wir das Thema MES im Holzrahmenbau sehen. Ja, wir sind ja hier im Bereich der Losgröße 1-Fertigung. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, auch wenn wir vielleicht mal Serien haben, dass wir Unikate produzieren. Jedes Haus, jedes Gebäude ist unterschiedlich. Das heißt, wir haben nicht diese klassische stücklistenbasierte Fertigung, sondern unsere Produktionsdaten kommen aus dem CAD oder im ERP oder, je nachdem. Und wir sehen unser System als Managementinstanz, also Software, die den verantwortlichen Personen hilft, die Produktion zu organisieren. Das muss jemand machen. Jemand muss die Produktionsreihenfolge planen, die Tagesproduktion planen und so weiter. Wir optimieren die Produktion. Wir versuchen halt bestehende Anlagen möglichst effizient auszunutzen oder Elemente produzierbar zu machen. Stichwort, wenn du eine sehr kleine Wand hast, die nicht über die Tische läuft, dann fällt die runter. Ne? Ja. Und so Dinge versuchen wir zu vermeiden. Ein weiterer Punkt ist, dass wir die Produktion steuern. Wir haben ja Anlagen mit sehr vielen Maschinen und dort ist es einfach hilfreich, wenn unsere Software für die Maschine entscheidet, was sie als nächstes produziert und nicht der Mitarbeiter an der Maschine. Zudem kommt ja hinzu, wir haben ja zum Teil mannlose Produktionsanlagen. Das heißt, die Maschinen oder manuelle Arbeitsstationen kommunizieren mit dem MES, fordern die Aufträge an, buchen die Aufträge ein, buchen die Aufträge aus. Das heißt, wir geben vor, unser System gibt vor, welcher Auftrag wann auf welcher Station produziert wird. Und daraus ergibt sich ja der vierte Punkt, nämlich die Transparenz. Ich habe jederzeit den Überblick, was passiert in meiner Produktionslinie oder in meinen Produktionslinien. Wir haben Kunden, die haben 7 Produktionslinien. Da müsste ich mich jedes Mal aufs Fahrrad setzen und rumfahren und sehen, was da gerade läuft. Das haben wir hier per Knopfdruck. Logischerweise, weil ja die Stationen die Aufträge von uns holen. Okay. Ja, damit sind auch die ganzen Dinge können reported werden. Also wir können jederzeit analysieren, was lief wann auf welcher Station. Sei es eine manuelle oder eine automatische. Tagesausstoß, Ausstoß der Schicht, die Ausstoß der Linie. Ja, und ein wichtiger weiterer Punkt aus meiner Sicht, in Deutschland vielleicht nicht so ganz, aber international schon, ist die papierlose Produktion. Das heißt, einfach ohne Papier zu produzieren.
Wir erstellen automatisch Fertigungszeichnungen für Riegelwerk oder Plattenlagen aus der Produktionsdaten, können aber auch zusätzliche Zeichnungen vom CAD-System mit managen und stellen diese Informationen dann genau in dem Moment an der richtigen Station dar, wo wir sie brauchen. Okay. Also der Mitarbeiter, wenn er Elektroinstallation macht, muss sich nicht durch ein Verzeichnis wählen, scrollen und einen PDF auswählen, sondern es wird ihm genau dann angezeigt, wenn das Element eingebucht wird. Die Kernfunktion ist, irgendjemand muss entscheiden, was wird wann produziert. Ja, das macht normalerweise Schichtverantwortliche auf Excel, auf Papier oder er macht es mit unserer Software. Das heißt, die Projekte, die produziert werden sollen, werden eingeplant, werden dann, wenn gewünscht, optimiert. Das heißt, wir bauen aus Einzelelementen zum Teil Multielemente zusammen und werden dann nach Kontrolle für die Produktion freigegeben. Dann ist der planerische Teil erledigt. Das nächste ist dann die Steuerung der Produktionslinie. Die Maschinen und auch die manuellen Stationen mit Hilfe von Software von uns kommunizieren mit dem MES-System, holen sich ihre Aufträge vom System, arbeiten die dann ab und geben die Aufträge wieder frei. Wir können steuern, was auf welcher Station produziert wird, in welcher Reihenfolge. Und wir wissen, was produziert wird und wie lange das dauert. Also wir haben immer einen genauen Überblick, wo steht welches Projekt, was passiert in der Linie. Spannend. Wenn wir noch mal kurz über das Thema, wir haben es nicht vorhin selber schon erwähnt, Material- und Zeiteinsparung sprechen. Es gibt auch die Möglichkeit, sogenannte Multiwände, die dann auch automatisch errechnet werden. Können Sie uns da auch noch mal kurz was dazu sagen? Klar doch. Ich habe ja die Situation, wenn ich jetzt im Hausbau bin, ich habe große Wände, Außenwände und ich habe sehr kleine Wände zum Teil im Innenwandbereich. Wenn ich jetzt jede Wand einzeln produziere, auf einer Linie mit einer Tischlänge, sagen wir mal 12 Meter, dann ist das eine ziemlich schräge Geschichte. Ja, weil ich habe einen festen Takt, ich habe jetzt eine 12 Meter Außenwand, dann kommt eine 2 Meter Innenwand. Das ist nicht besonders praktikabel. Das heißt, wir versuchen dann, die Elemente automatisch zusammenzuhängen und die Tische auszulasten und auch eine homogene Taktzeit zu haben. Und homogen heißt eben auch, dass die Mitarbeiter auch was zu tun haben. Und nicht, dass die bei einem Takt von 20 Minuten nach 5 Minuten fertig sind. Ja, und ein anderer Punkt ist natürlich, dass wir immer eine Untergrenze haben von Elementen. Wenn die kleiner werden, können sie gar nicht mehr produziert werden. Und so schaffen wir es natürlich, dass wir auch kleine Elemente, die normalerweise auf den Sondertisch müssen, über eine Linie laufen können. Multiwand macht dann Sinn, wenn ein Kunde ein standardisiertes Produkt hat. Also man sollte halt typischerweise ähnliche Wandaufbauten haben. Wir können ja nicht unterschiedliche Dicken zusammenhängen. Also aus Serienproduzenten. Für die ist eine Nutzung der Multi-Elemente eigentlich unabdingbar. Ja. Und jetzt haben wir gerade schon gesprochen, für wen das jetzt unabdingbar wäre. Für welche Kunden kommt denn Granit besonders in Frage? Also fangen wir von oben an. Für die sehr viele Maschinen haben, also große Anlagen oder auch mehrere Produktionslinien, eigentlich brauche ich dort ein System, das wir die Linien managt und auch die Stationen managt. Also unsere größte Installation hat 280 Stationen. Ich glaube, das ist jedem klar, die will niemand ohne MES betreiben. Nach unten, das ist die Frage. Sobald ein Kunde quasi getaktet, industriell produziert, in einer Linie produziert, mit einer Taktzeit produziert und auch wenn die Taktzeit eine Stunde ist, also wenn ich mehrere Stationen nacheinander habe, macht ein MES Sinn. Aus meiner Sicht, muss ich sagen, ich möchte es ja verkaufen. Nicht unbedingt die Multiwandbildung, aber hierfür haben wir ein Einstiegsprodukt, das Granit Flow Basic. Okay. Das richtet sich gezielt an kleinere Unternehmen, die mit dem Thema starten möchten, die Planungsmöglichkeiten haben möchten und auch die Rückmeldungen aus der Produktion, die aber nicht unbedingt das Produkt dazu haben, wo man jetzt problemlos Multiwände machen kann. Beispielsweise kleinere Hersteller, die projektabhängig produzieren, immer unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Dicken haben. Das ist schwierig, Regeln für eine Multiwanderstellung zu definieren. Aber wie gesagt, für die ein Einstiegsprodukt ist tatsächlich dasselbe Produkt, eben ohne die Multiwandgenerierung und kann später jederzeit abgegradet werden. Okay. Dann dazu nochmal, wie wäre denn der grobe Ablauf, wenn sich jetzt jemand für Granit entscheidet? Nehmen wir den für alle Beteiligten besten Fall. Jemand kauft eine Anlage bei Weinmann bzw. der Romag, kauft unser MES gleich mit. Das heißt, wir sind von Start weg ein Team. Dann sind wir von Anfang an dabei in den Projektgesprächen, auch in der Planungsphase. Machen parallel, so ein Layout entsteht ja, machen dann parallel zu dem entstehenden Layout unsere Konfiguration und die Anlage geht schon an MES im Betrieb.
Die Weinöl-Mitarbeiter vor Ort können eigentlich unser System bedienen. Das heißt, die nutzen das schon bei der Inbetriebnahme. Ich habe also das quasi eine schlüsselfertige Produktionslinie, die dann gleichzeitig fertig wird. Im Nachrüstfall ist ganz einfach so, da machen wir normalerweise immer eine Besichtigung vor Ort. Also wir schauen uns an, was macht der Kunde, wie sieht der Maschinenpark aus. Es sind ja auch manchmal Maschinen außerhalb der HOMAG-Gruppe drin. Ja, und entwickelt dann halt mit dem Kunden zusammen ein Konzept. Wie könnte der Fluss aussehen? Wo sind die Probleme jetzt? Was können wir vielleicht besser machen? Und entwickelt darauf basierend dann das Layout und installieren. Wolfgang, vielen herzlichen Dank für den Überblick und vielen Dank auch fürs Kommen. Wenn ihr jetzt noch Interesse an mehr Informationen zum Thema Granit habt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link zur Website. Das war's auch schon für heute. Wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch gerne. Die Kontaktdaten dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mögt, dann abonniert uns hier und eine Playlist mit noch weiteren Videos findet ihr hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Talk About Holzbau.